Manchmal möchte man Sichtprüfungen mit einem Beweisfoto dokumentieren oder Messwerte von Messgeräten eintragen, die keine Datenschnittstelle haben. In der Software EasyTronic von Gossen Metrawatt ist dies über die Funktion manuelle Eingabe möglich. Als Beispiel für die Anlagenprüfung soll uns ein Bild von einer Wärmebildkamera dienen und für das Thema Maschinenprüfung hätten wir hier rechts im Bild ein Beweisfoto von einem überbrückten Sicherheitstürschalter. Beide Fotos hätte ich gerne in meinem Prüfprotokoll. Bei dem Wärmebild möchte ich sogar Min- und Max-Werte eintragen und eine Bewertung vornehmen. Mir ist wichtig, dass diese Kommentare zusammen mit anderen Messwerten, zum Beispiel von einem Profitest, im gleichen Protokoll landen. Wenn ich Messwerte von Messgeräten eintragen möchte, die keine Datenschnittstelle haben, dann tauchen die natürlich auch nicht automatisch hier auf. Deswegen ist es empfehlenswert, auf die Prüfgeräteverwaltung zu gehen und hier oben ein neues Messgerät anzulegen. In diesem Beispiel unsere Wärmebildkamera. Falls diese regelmäßig kalibriert werden muss, können wir hier sogar noch das letzte Kalibrierdatum eingeben und wie oft diese kalibriert werden muss. Die Software wird uns automatisch daran erinnern, wann das wieder fällig ist. Wer möchte, kann für Sichtprüfungskommentare auch nochmal einen eigenen Punkt anlegen. Zum Beispiel hier einfach nur Sichtprüfung. Seriennummer gibt es keine. Typ haben meine Augen nicht. Und das Ganze speichern. Jetzt haben wir sozusagen 3 Messgeräte hier drin. Einmal einen Profitest, eine Wärmebildkamera und quasi unsere Augen als Sichtprüfinstrument. Das Ganze muss man nur einmal machen. Das kann man dann immer wieder verwenden. Wenn ich jetzt also das Bild von meiner Wärmebildkamera habe und das dokumentieren möchte, klicke ich hier auf Ortsfeste Objekte. Dann hier zum Beispiel ein Hauptverteiler und auf Prüfung gedrückt kann man hier sehen, dass eine ISO-Messung und eine Spannungsmessung vom Messgerät schon vorhanden sind und da soll jetzt das Wärmebild dazu. Also wichtig, wir gucken, dass wir hier auf Prüfungen sind, drücken dann auf das Sternchen und sagen hier manuelle Eingabe. Zunächst wird hier oben die Wärmebildkamera als Messgerät ausgewählt und wenn man dann hier unten nochmal auf das Sternchen drückt, dann erscheint eine Zeile. Und hier ist jetzt das einzugeben, was wir gemessen haben. Zum Beispiel Temperatur. Ein Minimum gibt es nicht, dann lassen wir das leer. Ein Maximum ist definiert von 40 Grad Celsius. Unsere Wärmebildaufnahme hat gezeigt, dass wir hier 72 Grad Celsius hatten und deswegen ist das nicht bestanden. Wir könnten mit diesem Knopf natürlich auch auf Bestanden setzen, aber in diesem Fall ist es ja durchgefallen. So, das wäre schon mal dokumentiert. Jetzt fehlt aber noch das Foto. Darum ein Klick auf diese Büroklammer. Wir klicken auf das Sternchen noch einmal und wählen unser Bild, das auf der Festplatte liegt, hier aus. Drücken auf OK. Kontrollieren nochmal kurz unsere Eingaben. Hier ist der Anhang dran und drücken auf den Haken zum Speichern. Jetzt sehen wir hier, wir haben eine ISO-Messung, eine Spannungsmessung und über unsere manuelle Eingabe eine durchgefallene Sichtprüfung. Nun wollen wir uns anschauen, wie das Ganze im Protokoll aussieht. Wir stellen sicher, dass wir auf unserem Hauptverteiler sind, beziehungsweise auf dem Punkt, ab dem wir protokollieren wollen. Stellen sicher, dass wir auf Prüfungen geklickt haben und dann sollte hier unten das Icon erscheinen für Prüfprotokoll erstellen. Achtung, hier bitte ein Protokoll im Querformat verwenden. Nur im Querformat tauchen auch die Bilder auf, im Hochformat nicht aus Platzgründen. Wenn wir die gesamte Anlage, also den Hauptverteiler inklusive seiner Tochterelemente protokollieren wollen, dann nehmen wir ein Sammelprotokoll im Querformat. Klicken dann auf Ausführen und das Prüfprotokoll wird erstellt. Wir sehen jetzt hier, um was es geht, um den Hauptverteiler. Wir sehen, wo er steht.
die Messwerte von unserem Profitest-Messgerät und eben hier unsere manuelle Eingabe der Temperatur, wo das Ergebnis nicht bestanden hat, weil nun mal 72 Grad höher als die definierten 40 Grad sind. Des Weiteren finden wir hier rechts das Bild von unserer Wärmebildkamera. Auf der zweiten Seite des Protokolls werden auch sämtliche Messgeräte aufgelistet. Und weil eine der Prüfungen durchgefallen ist, steht hier als Endergebnis der Prüfung nicht bestanden. Unser nächstes Beispiel ist eine reine Sichtprüfung. Wir haben hier keine Messwerte, wollen das aber trotzdem dokumentieren mit einem Foto als Beweis. In diesem Fall geht es jetzt um eine Maschine und wir haben den überbrückten Türschalter gefunden an den Türen der Antriebsseite. Wir drücken auch hier wieder auf Prüfungen, auf das Sternchen, sagen wiederum manuelle Eingabe und wählen diesmal eine Sichtprüfung aus. Der Klick auf den Stern bringt uns eine neue Zeile und hier schreiben wir zum Beispiel Sicherheitstürschalter nicht manipuliert. Fragezeichen. Wir müssen die Frage immer so formulieren, dass ein X bedeutet, also ein Nein, nicht bestanden. Ein Min oder Max gibt es in diesem Fall nicht, weil es ja eine reine Sichtprüfung ist. Das Ergebnis ist aber nicht bestanden und jetzt brauchen wir noch unser Bild. Deshalb auch hier wieder der Klick auf die Anhänge, dann auf den Stern. Übrigens, wir könnten auch, wenn wir ein Tablet dabei haben, gleich ein Bild mit der internen Kamera des Tablets machen. Aber in dem Fall haben wir es auf der Festplatte liegen, darum das Sternchen. Hier das Bild. OK drücken. Und das war es auch schon. Falls Sie weitere Punkte anmerken möchten, dann drücken Sie nochmal auf den Stern und können hier weitere Kommentare eingeben. Wenn Sie hier die Spalte ein bisschen breiter ziehen, können Sie auch etwas längere Kommentare schreiben. Wenn Sie alles eingetragen haben, wird mit dem Häkchen gespeichert. Das Ganze nochmal insgesamt. Und jetzt wären wir wieder bereit für das Prüfprotokoll. Da wir nicht nur die Türen protokollieren wollen, sondern die gesamte Maschine, klicken wir hier oben auf das oberste Element, dann auf Prüfungen und dann auf den Button Protokollerstellung. Beim Maschinenprüfprotokoll gilt das gleiche wie bei der Anlage. Bilder werden nur dann aufgezeichnet im Protokoll, wenn wir das Querformat wählen. Nachdem wir die gesamte Maschine protokollieren wollen, verwenden wir auch hier ein Sammelprotokoll im Querformat. Drücken auf Ausführen. Dann sehen wir hier im Protokoll die Hauptmaschine. Da sind 2 Messungen drauf vom Profitest. Und bei den Türen Antriebsseite haben wir hier unsere 3 Kommentare, alle nicht bestanden, inklusive unserem Beweisfoto. Das war jetzt also die manuelle Eingabe von bestimmten Sonderfällen. Wenn Sie Sichtprüfungen oder Funktionsprüfungen haben, die sich an bestimmten Maschinen oder Anlagen ständig wiederholen, dann sollte man das eher nicht über die manuelle Eingabe machen, sondern über eine automatische Sequenz, wo man sich selbst quasi eine Liste zum Abhaken schreibt. Das kommt aber in einem anderen Video.